Das Modell North Nova Pro kommt 2024 mit einem kompletten neuen Materialmix daher und wir haben ein völlig neuartiges Prinzip der Anbringung von Lenkstange wahlweise oder einer Vielzahl unterschiedlich langer oder großer Griffe. Die Frontschlaufe hat eine ausreichend große Dimensionierung und auch eine gute Festigkeit zum Führen des Wings. Wie erwähnt gibt es halt ein völlig neues System der Anbringung von Lenkstange oder Griffen. Das sind halt zwei Keder, die hier eingelassen sind in ein Textil und daran wird dann halt der Griff stufenlos oder die Lenkstange festgeschraubt. Man kann hier separat wählen, wozu man sich halt entscheidet. Der Durchmesser der ovalisierten Griffe oder der Lenkstange ist recht groß gewählt. Besonders wenn man im Winter mit Handschuhen fahren muss, wäre eine dünnere Lenkstange gerade für kleine Hände ratsam. Das N-Weave-Material, ein wirklich sehr robustes Material, was North verwendet für die Front-Tube und für die Querstrut oder die Mittelstrut. In den äußeren Tippsegmenten haben wir hier ein hochfestes Dacron, wie wir es auch von Core oder Nash oder anderen Herstellern kennen. Als Flugtuch wird ein Double Ripstop Material verwendet, welches an der Abrisskante auch zusätzlich nochmal komplett gedoppelt ist. Und damit hier bei diesem wirklich sehr straff gestalteten Wing gar nichts flattert, gibt es auf jeder Seite nochmal zusätzlich 2 Kunststofflatten. Die mittlere Profiltiefe des Nova Pro wird mit einem Infill-Panel abgestützt, was nur nach vorne hin geöffnet ist. B- und entlüftet wird mit jeweils einem Standardventil, einmal für die Mittelstrut und einmal für die Fronttube. Zudem haben wir aber auch ein One-Pump-System mit einem absolut gerade gehaltenen Schlauch zum schnellen B- und Entlüften. Die Fensteranordnung gefiel uns sehr gut, weil sie sehr nah an der Mittelstrut sitzt und dementsprechend den Blick nach Lee auch wirklich zu einem großen Teil freigibt. Alle Übergänge von Segmenten und auch Übergänge zum Flugtuch sind hier nochmal an den Aufschlag- oder eventuellen Scheuerstellen mit einem gummierten Gewebematerial verstärkt. Die mittlere Strut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Wie schon beschrieben, haben wir eine mittlere Profiltiefe und das Ganze ist mit einem ganz leichten V ausgestattet. In puncto Tuchstraffung und allgemeine Verarbeitungsqualität ist der Nova Pro hier eine absolute 1. Beim ersten Kontakt, wenn man den Nova Pro anhebt, merkt man, dass er insgesamt aufgrund dieser Grifftechnik hier etwas schwerer geworden ist. Er wiegt bei 5 Quadratmeter 3,2 Kilo. Da haben wir auch andere vergleichbare Wings, zum Beispiel Elevate, auch gleiche mit einer Lenkstange, wiegt er nur 2,2 Kilo bei gleicher Größe. Das ist halt ein Punkt, der ist wirklich zu spüren. Was man sofort auch spürt, ist, dass der Nova Pro aber sehr schön und gleichmäßig ausbalanciert ist und das in puncto Tip-to-Tip-Balance und auch Anströmkante zur Abströmkante. Und wenn wir das Ganze auch vergleichen mit einem normalen Nova, merken wir hier gleich, der Materialmix, also das steifere N-Weave-Material in dem gesamten mittleren Segment, bringt mehr Response beim Anpumpen. Eine mittlere Frequenz ist hier das Optimum für den North Nova, weil insgesamt halt ist das Profil auch schon so optimal eingerichtet, dass wenn wir guten gleichmäßigen Wind haben, wird dieser Wing hier sehr früh sauber angeströmt. Er hat einen guten Lift zum Aufstehen und hat einen wirklich gleichmäßig konsequenten Vortrieb, der das Aufstiegsvermögen halt wirklich sehr gut gestaltet. Also hier gehört er auch beim schnellen Aufsteigen aufs Foil halt mit zum Besten, was der Markt so hergibt. Im fliegenden Zustand verhält sich der North Nova Pro wirklich grundsolide, völlig unspektakulär. Ist total ruhig in der Hand. Man braucht hier keinerlei Nachsteuern über hintere Hand oder dergleichen. Und die Balance ist auch schön vom Zug her ausgewogen auf beiden Händen, sodass das halt ein wirklich stressfreies Vergnügen ist.
Zudem gibt es eine gute, zügige Beschleunigung mit einer guten Endgeschwindigkeit. Natürlich, klar, immer in Kombination auch, welches Foil man unterm Brett verwendet. Darf man nicht vergessen. Und wir haben einen nur geringfügigen Drag gegen den Wind, sodass wir hier auch auf dem Ammenkurs halt echt gute bis sehr gute Leistung erzielen. Einen sehr guten Job macht er auch beim Manöverhandling. Dieses wirklich Optimum an Ausbalanciertheit in alle Richtungen hilft natürlich halt beim Durchfahren jedes Manövers. Man hat dadurch kein Kippen oder Schwingen irgendwo hin. Nur man merkt halt, er trägt sich halt vergleichsweise zu zum Beispiel einem Slick oder dergleichen nicht ganz so gut von alleine, sodass man ihn auch zwischendurch ein bisschen halten muss, was ihn insgesamt etwas physisch anstrengender macht als vergleichbar vielleicht das ein oder andere spielerischere Modell. An Präzision und Solidität in den Flugmanövern ist allerdings der Nova Pro hier wirklich kaum zu schlagen. Beim Welleneinsatz lässt sich der Nova Pro sehr schön an der Frontschlaufe führen. Hier hat man halt einen sehr guten Kontakt. Die Positionierung ist genau richtig, wo die Schlaufe sitzt. Und die Festigkeit ist ebenfalls gut, sodass man wirklich auf den Wing in seiner Balance und dergleichen einwirken kann. Insgesamt ist auch hier die Balance Tip-to-Tip so ausgezeichnet, dass hier Korrekturen auch so gut wie nie wirklich erforderlich sind. Das Profil des Nova Pro ist wirklich exzellent zum Springen geeignet. Wir haben eine hohe Geschwindigkeit und der gesamte Wing liftet sehr, sehr stark und bietet auch eine wirklich richtig gute Hangtime. Auch im Vergleich mit anderen Performance Freeride Wings hier ist das hier mit sehr guten Leistungen ausgestattet. Zudem bleibt er auch in den Rotationen halt sehr schön ausbalanciert. Er ist dabei gut zu handeln und man hat halt immer genug Kraft im Wing, auch nach der Landung, um sich daran festhalten zu können, um das Ganze auch gut zu kontrollieren. Norse führt den Nova Pro als Freeride Performance Wing in seiner Modellpalette und das ist auch wirklich sehr gut und richtig tituliert. Er ist von seinen Fahrleistungen auf einem sehr hohen Niveau. Er hat ein ganz ausgezeichnetes Manöverhandling, ein grundsolides Balancegefühl, wo man sehr viel Kontrolle dementsprechend hat, sodass halt auch ein absoluter Einsteiger sich damit erfreuen wird. Sicherlich ein klein bisschen mehr Gewicht bringt halt ein klein bisschen mehr notwendige Physis mit. Wir würden ihn jetzt nicht für die ganz leichten Fahrer unbedingt empfehlen oder leichten Fahrerinnen. Ansonsten sehen wir aber keinerlei Einschränkungen in irgendeiner Disziplin. Er macht einen echt exzellenten Job beim Springen und bei Freestyle. Da hat er eine auch schöne Balance und wie gesagt viel Kontrolle bei der Landung. Und auch in der Welle fliegt er auf allen Kursen und bei allen Bedingungen, ob Side-On oder leicht Side-Offshore, fliegt er überall wirklich gut mit. Das Ganze macht ihn natürlich zu einem Top-Allrounder. Und schauen wir uns die preisliche Gestaltung an, im Vergleich zum Beispiel zu einem hauseigenen Nova. So haben wir mit dem deutlich festeren, mittleren Segmentmaterial, mit dem N-Weave, viel mehr Response halt beim schnellen Aufsteigen, also beim Anpumpen reagiert das alles hier deutlich direkter und schöner nochmal im Unterschied. Auch die Windrange wächst natürlich aufgrund von höherer Profilstabilität an. Und wir haben das neue Shift-Lock-System, sprich halt auswechselbare Stangen oder Lenkstange oder Griffe, kurz hinten, lang vorne. Also jeder, wie er es mag, ob er eher Freestyle-orientiert fahren will. Und das Ganze ist wirklich echt fest an der Mittelstrut so montiert. Man denkt erst so, oh, wird das halten? Aber das hat auch im Test hier echt einen sehr guten Eindruck gemacht. Sodass der Aufpreis für den Nova Pro von 100 €, der liegt bei 12,49 bei 5 Quadratmeter, gegenüber einem Nova mit 11,49 bei 5 Quadratmeter, auf jeden Fall lohnenswert ist.